Auf die nächstgelegene Straße fahren. In 200 Metern rechts abbiegen in die Straße nach Roni. Ja, moinsen. Wir sind hier. Rechts abbiegen in die Straße Legli, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Wir sind hier in Varnsdorf in der Tschechei. Varnsdorf, das dürfte dem einen oder anderen Rechts abbiegen in die Straße Kostowni. ja bekannt sein. Da bin ich schon öfter hier gefahren und habe Videos gemacht. Allerdings heute fahren wir nicht wie sonst nach Keskalipa oder Decin, sondern heute fahren wir Richtung Liberec weiter. Es sind 25 Grad draußen. Ja, und hier bei der Villa habe ich mal schnell einen Kaffee geholt. Und jetzt kann es losgehen. Ich bin jetzt 3 Wochen hier nicht mehr gewesen, weil jetzt während der Woche habe ich andere Sachen zu tun gehabt. Und die Tschechei-Tour, die hat dann halt jemand anders gemacht. Rechts Und abbiegen in die Straße Tosova, dann in die nächste Straße links abbiegen. ja, und letztes Wochenende war ich, am Sonntag war ich da in Ottmarsdorf auf dem Links abbiegen Oldtimer-Treffen. in die Straße nach Roni. Und am Wochenende davor, da war ich in Löbau auf dem Oldtimer-Treffen. Das hieß der Klassiktag, Löbauer Klassiktag. Da vorne die Straße ist noch immer nicht fertig. Der Straße Mladoboleslavska folgen. Und Richtung, wo sind wir das letzte Mal gefahren? Ja, von Keskalipa dann Richtung Hamburg. Links abbiegen Sind in wir die vor Straße 3 Wochen Zapatny, gefahren. dann in die zweite Straße rechts abbiegen. Und da war ja die Baustelle, ob die Baustelle fertig ist, habe ich auch keine Ahnung, weil, wie gesagt, da bin ich jetzt seit 3 Wochen nicht mehr gefahren. Ja, jetzt muss ich da lang. Rechts abbiegen in die Straße Mladoboleslavska. Ja, und wenn die Baustelle nicht gewesen wäre, wären wir jetzt da von links gekommen und würden da einfach geradeaus der hochfahren. Und jetzt muss ich hier abbiegen. Ja, und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt musste ich mich gerade hier kurz konzentrieren wegen der anderen, weil die andere Streckenführung hier. Ja, ich will mal sagen, weil das so 3 Wochen war jetzt Der Straße nicht mehr in der 6K Tschechei. folgen. Bin ja gespannt, welche neuen Hindernisse, dass sie mir jetzt hier in den Weg gestellt haben. Und bin gespannt, wie weit die Baustelle ist, weil die bauen ja da im Berg da die Straße neu. Jetzt muss ich hier noch mal kurz anhalten, was ich vergessen habe. Das ist das Blöde, was?
Ist jetzt die Heckkamera an oder nicht? Ja, jetzt ist sie an. Ja, jetzt. Weil manchmal geht die Heckkamera nicht an. Und dann muss ich nochmal ausmachen. Ja, das ist das, wenn man die Zündung kurz anmacht und wieder aus, dann schaltet die Heckkamera an, bleibt ein paar Minuten an und geht dann aber wieder aus. Ne? Wenn man dann noch einmal startet, dann bleibt die aus, ich weiß auch nicht. Aber jetzt ist sie an. Ja, die Heckkamera, die filmen wir jetzt zwar nicht mit, also wenn wir Livestream machen, dann machen wir den Livestream vom Telefon aus, vom Smartphone aus. Aber die Heckkamera ist wichtig für die Dashcam, für den Fall, dass da irgendwas ist. Ne? Wissen wir ja nie. Gestern habe ich wieder so ein Erlebnis gehabt. Ich war an der Tanke, ne? Und das ist so eine Tanke, eine kleinere Tanke, wo man also ohne Anhänger reinfahren muss und das Fahrzeug nicht zu groß sein soll mit dem Platz her. Und da fährst du dann, wenn du getankt hast, fährst du raus, fährst du an der Kasse vorbei, bezahlst dann vom Fahrersitz aus, tust dann und rausfahren und da bei an dem Kassenhäuser, da nehme ich mir dann auch immer meinen Kaffee mit, weil ich kriege da immer beim Tanken einen freien Kaffee. Ne? Und jetzt musste ich den Kaffee natürlich erst abfüllen. Ne? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe vor dem Fenster stehen, bis die Frau da den Kaffee fertig gemacht hat. Das dauert dann ein paar Minuten, bis der aus der Maschine rausläuft. Ne? Oder ich fahre an die Seite, park da und dann kommt die raus und bringt mir den Kaffee. Ne? Und so machen wir es meistens, weil dann kann die in der Zwischenzeit, wo mein Kaffee durchläuft, die anderen Autofahrer noch abkassieren. Ja. Aber normalerweise ist das kein Problem. Die dann nach mir kommen, die sehen, dass ich da park, fahren links an mir vorbei. Ne? Und da ist ja 3 Meter Platz, da kommt man mit dem LKW durch, das ist normal kein Problem. Und gestern habe ich so eine blöde Tussi gehabt, die sieht, dass ich da stehe, stellt sich genau hinter mich und hupt. Ne? Anstatt dass sie links dran vorbei, links ist alles frei. Ne? Und warum stellt man sich dann hinter parkendes Fahrzeug und hupt? Ne? Und ich habe schließlich meine Bestellung noch, auf die ich warte. Ne? Da hat sie gemeint, ja, ich soll da drüben bei der Kaufhalle parken. Ja, ich glaube kaum, dass die Frau von der Tankstellenkasse da mir über den Parkplatz nachrennt, um mir den Kaffee zu bringen. Ne? Da hat die auch nicht die Zeit dazu. Ne? Aber nur weil die andere zu doof war, links dran vorbei zu rangieren. Ne? Seit wie vielen Jahren bin ich jetzt an der Tanke und da hat sich noch nie jemand ein Problem gehabt, damit links an mir vorbeizufahren. Ne? Hallo zusammen, Pink, hallo, Hans, hallo, Lina, bonjour, Selim, hallo. So, ja, ich begrüße alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Wir fahren hier in Fahrensdorf und jetzt geht es weiter Richtung Liberec. Ich habe jetzt nicht Liberec ins Navi einprogrammiert, weil dann schickt es mich wieder auf die deutsche Seite, wo ich dann
Maut bezahlen muss über die Bundesstraße. Aber hier in der Tschechei, die Landstraßen, kann ich hier ohne Maut befahren. Nur dann vor Liberec die vierspurige Straße, dann die Schnellstraße, da kostet es dann Maut, aber okay. Das meiste hieß hier mautfrei, die Dorfstraßen. Und jetzt habe ich Zwickau, also Zwickhoff wird es geschrieben, ne? aber auf Deutsch übersetzt heißt das auch Zwickau, allerdings nicht das Zwickau in Sachsen, sondern hier jetzt das kleines Dorf. Ausfahrt verlassen. Kleinstadt, Dorfstadt, jedenfalls das kleineres, nicht zu vergleichen mit dem deutschen Zwickau. Und da will ich dann kurz im Penny anhalten, weil ich will da meinen Nutella-Ersatz, aber bei Nutella ist mir zu teuer. Ne? Da zahlst du nur für den Namen viel Geld, das brauche ich nicht. Und die anderen Sachen, die ich da kaufe, ja, Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und auf die 9 fahren. im Lidl gibt es da eins, also in Lidl in Polen, Skorzelec. Da gibt es zwei verschiedene, eine in einem grünen Becher und eine in einem braunen Becher. Aber das mit dem braunen Becher kaufe ich nicht mehr, weil das ist mehr Öl als Creme. Ne? Das ist mir irgendwie zu schmierig, das gefällt mir nicht. Und diese beste Schokocreme, die habe ich immer jetzt in der Tschechei im Pennymarkt gekauft. Ne? Die schmeckt mir einfach am besten und da hole ich mir jetzt ein paar, weil das liegt eher auf dem Weg. Und dann halte ich da kurz an, nehme das mit. Der 9 folgen. Merci, Lina. Und wenn es dann irgendwelche grünen Spinner mich wieder sehen, dann sagen sie wieder, der fährt mit dem Truck zum Einkaufen. Ne? Dabei halte ich dann nur kurz an, weil es eh auf dem Weg liegt. Ich fahre eigentlich normal nicht extra zum Einkaufen. Nur einkaufen immer dann, wenn ich ohnehin irgendwo hinfahren muss und das liegt dann auf dem Weg, dann halte ich kurz am Markt an. Das mache ich schon allein aus dem Grund, weil Dienstfahrten kann ich ja steuerlich geltend machen. Das sind ja Betriebsausgaben dann und wenn ich privat fahre, muss ich es als Privatfahrt schreiben. Ne? Wenn ich aber auf dem Weg zum Kunden zum Beispiel kurz anhalte, weil der Bäcker ohnehin auf dem Weg liegt, dann muss ich das nicht als Privatfahrt schreiben. Und was anderes wäre es, wenn ich jetzt extra einen Umweg fahren würde, um dorthin zu kommen. Aber wenn es ohnehin auf dem Weg liegt, dann ist so eine Unterbrechung kein Problem. Ach, das ist ein Linienbus hier. Ich habe das jetzt für einen Reisebus gehalten. Die fahren hier mit dem Reisebus Linie. Gut, mit den modernen Bussen kenne ich mich nicht mehr so aus. Früher wusste ich mal eher Bescheid über Busse, ne? Aber das waren halt so, die ich aus meiner Schulzeit noch kannte, da die 405er und die 407er und so Zeug halt. Ne? Aber es ist auch schon einige Zeit zurück. Ja, und die Strecke hier, die wir jetzt fahren, die habt ihr ja schon gesehen, zumindest die Leute, die schon mal bei mir mitgefahren sind. Die fahre ich also da normal, wenn ich jetzt in Richtung Keschkalipa fahren würde ich jetzt hier auch lang fahren. Und dann von Keschkalipa die Nebenstrecke Richtung Rumburg. Wobei die Nebenstrecke war das letzte Mal gesperrt. Da musste ich dann in der Nebenstrecke noch eine Umleitung fahren. Da bin ich dann vor einer Brücke gestanden, die mir zu mickrig ausgesehen hat für meinen Truck hier. Da bin ich noch mal zurückgefahren. Ja, was war denn das für ein Fahrzeug? Keine Ahnung.
kann nicht einmal sagen, ob das jetzt ein Oldtimer war oder ob das ein aktuelleres Gefährt war. Ja, und da bin ich also dann wieder zurückgefahren und dann noch ein Stück weiter und dann kam aber eine richtige Brücke. Das Qualmwerden ist so. So, da fahren wir jetzt mal raus. Den überholen wir. Ach, das ist so ein Moped-Auto. Der hat einen Zweitaktmotor, deshalb qualmt der so. Aber wenn einer so qualmt, dann ist es entweder ein Zweitakter oder ein BMW, der auf Öl fährt. Das gibt's auch. Ja, und hier geht's ganz schön hoch. Auf der Strecke bin ich im Winter mal reingefallen, weil da war die Seite hier geräumt. Da haben wir gedacht, oh super, klasse. Der Winterdienst war schon unterwegs und anscheinend hat der Winterdienst hier seine Wendeschleife und hier nach der Kurve war plötzlich 10 cm Schnee auf der Straße. Und ausgerechnet bergab. Ja, und wenn du da mit 4 Tonnen, 4,5 Tonnen ankommst, na, das steht dann schon ganz schön der Berg runter. Na. Da bin ich da teilweise im Schritttempo nur gefahren, weil ich war dann auch zu faul, die Schneeketten anzulegen. Na. Weil der Allrad hilft da ja bergab nichts. Schneeketten hätte ich dabei gehabt, aber wie gesagt, ich hatte keinen Bock, da bin ich, weil ich war eher alleine unterwegs. Da bin ich da mit dem Schritttempo schön gemütlich runter. Ein Stück weiter vorne, da war es dann auch nicht mehr ganz so schlimm im Schnee. Aber hier steht ja das Schild hier zum Beispiel, also ab 1. November musst du hier Winterreifen haben, aber normalerweise gibt es in der Tschechei, soweit ich weiß, keine Winterreifenpflicht, aber hier auf der Strecke, wenn da das Schild steht, musst du hier Winterreifen machen. Ja. Und das war hier kein Schneekettenzeichen. Ja. Weil das Schneekettenzeichen, wenn du Schneeketten machen musst, da ist ja dieser Reifen mit den Ketten drauf abgebildet. Ja. Aber hier musst du mit Winterreifen fahren. Ab 1. November. Und auch wenn kein Schnee liegt, musst du hier mit Winterreifen fahren. Ja, die Kurven, die haben es schon in sich. Vor allem, wenn du hier mit einem schwereren Fahrzeug unterwegs bist. Na? Vor allem da vorne geht es dann richtig bergab. Und dort wird ja die Straße neu gebaut. Da bin ich mal gespannt, wann das fertig wird. Da gibt es dann eine Umgehung von der Stadt, von der Kleinstadt. Da musste ja bisher immer durch den Ort durchfahren und dann da abbiegen die Vorfahrt und so weiter. Und da wird es dann außenrum eine Umgehung und die geht dann direkt auf die 9 mit der Schnellstraße 9 zusammen da oder ja, ich sage jetzt mal Bundesstraße oder Nationalstraße, wie das in der Tschechei heißt. Ja, aber wenn hier in die Kurve Schnee liegt, na, da hast du ja zu tun. Also mit der Geschwindigkeit wärst du jetzt hier schon weg. Na. Durch diese, dass es hier auch so schattig ist und so und dann liegen auch gerne mal
in den Kurven hier. Hier bleibt da der Schnee immer lang liegen im Frühjahr, weil da die Sonne nicht so herkommt. Ne? Ja, und ab da, wo jetzt die gelben Schilder sind, da wird neu gebaut, da könnt ihr jetzt mal links hinschauen. Da geht dann die neue Straße irgendwie dann da links weiter. Da bin ich ja gespannt, wie das dann wird. Da führen sie das dann auch geradeaus weiter, da bauen sie gerade eine Brücke links. Das sind dann nicht mehr so viele Kurven wie jetzt. Ja, und guckt da an, 12%. Ne? Wenn du da voll beladen der Berg runter kannst, ne, das schiebt schon. Und da rechts wird auch neu gebaut, das ist auch so ein Tunnel. Da geht dann die Straße oben drüber. Die Eisenbahn, das war ein Eisenbahntunnel. In 900 Metern links abbiegen auf die 9, dann in die nächste Straße Und hier links abbiegen. wieder, das ist aber keine Eisenbahn, das ist dann, was weiß ich, wahrscheinlich für der Bulldog, da, damit die da in der Wald fahren können oder wie, für den landwirtschaftlichen Verkehr. Und hier ins Tor, da haben sie ja noch richtig gleich schon das Hinweisschild hingestellt mit Radar. Ja, und dann, wenn du hier unten ankommst, dann stinken die Bremsen. Ist klar. Ja, das sind meine Bremsen, die jetzt hier riechen, weil ich die ganze Zeit hier bergab bremsen muss. So, und jetzt müssen wir hier links. Links abbiegen auf die 9, dann links abbiegen. Nee, jetzt schaltet er wieder nicht. Links abbiegen auf die 13. Ha? Ja, ja. Nee, ich will ja mal kurz. Rechts abbiegen auf Ja, die ja, ich E442. weiß. Hallo zusammen, hallo Ich will- Lina. Nur mal kurz die Kommentare lesen, weil jetzt kommt dann die große Straße. Da kann ich nicht. Merci Lina, shukran. Ich glaube das. Ping, hallo. Ja, und Lina, hallo und allen anderen. Ein Hallo und gut, jetzt habe ich es soweit gelesen, jetzt fahren wir weiter. Ja, ich muss immer kurz anhalten, wenn ich mal kurz was lesen will, weil während der Fahrt will ich da nicht mit dem Telefon rumdatteln. Das muss nicht sein. So, und hier geht's nach Liberec.
Jetzt sind wir hier auf der 13. In die andere Richtung, da ging es, so würde man sonst immer Richtung Pesca Lipa fahren. Aber wie gesagt, heute fahren wir mal Richtung Liberec. Da vorne kommt es dann gleich irgendwo dieser Penny, wo ich hin will. In 2,5 Kilometern links abbiegen. Die Straße Tufami. Am Morgen soll es ja Herbst werden, habe ich gehört. Da hier ist jetzt dieses Zwickau auf Deutsch. Und was wollte ich gerade sagen? Ja, morgen soll es aus dem Sturm kommen und kalt werden. Ne? Da bin ich ja gespannt. Da bin ich ja gespannt. Aber morgen fahre ich nicht weit. Morgen bin ich nur im ganz nahen Bereich unterwegs. Da lohnt sich da gar nicht ein Video davon zu machen, weil das Blinken da vorne auch so, das ist eine Geschwindigkeitsanzeige. Was haben denn die hier? Auch so ein Skaterpark. Sind auch sie. In 400 Metern links abbiegen in die Straße Tovarmi, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Ja, das ist immer noch Zwickau. Ja, hier haben wir eine eigene Linksabbiegerspur. Links abbiegen in die Straße Tovarmi, dann in die nächste Straße rechts Ach, abbiegen. guck mal, altes Feuerwehrauto. Das ist noch Flums. Der nicht. Wo kommen die denn alle her? So, ein paar Team fahren wir auch rüber. Rechts abbiegen in die Straße Tovarmi. Ja, das war jetzt vielleicht ein Fehler, aber da kommen wir dann wieder ewig nicht raus, wenn da dann auch so viel Verkehr ist. Aber dieses alte Feuerwehrauto da, vielleicht war das jetzt auch irgendwie eine Hochzeit oder so, weil ich habe jetzt irgendwie den Eindruck Sie gehabt, sind am Ziel Tovarmi 332. Das Ja. Ziel liegt links. ja, ich habe jetzt irgendwie den Eindruck gehabt, dass die alle zusammengehören und geguckt haben sie auch, ne? Also das lässt eher auf so eine Hochzeitsgesellschaft schließen. So, und jetzt hole ich mal hier schnell mein Schokozeug. Da könnt ihr ja mal mitkommen. So. Ja, das ist ein
ziemlich neu gemacht hier. Neues Geschäft. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drin war. Jetzt nur aufpassen, dass ich nicht die Leute im Bild habe. Muss ich schauen, wo hier ist Obst und Gemüse. Zeigen. Ja, willst du welche mitnehmen? Ja, ja. So, jetzt muss ich schauen, wo ist jetzt mein Schokozeug? Das müsste jetzt irgendwo hier sein. Hier. Ja, ja, ich habe es gesehen. Da, die da habe ich gern. Da passt auch die Konsistenz und es schmeckt gut. Das auch vielleicht schon. Aber das mit Erdnusssuppe. Dann nehme ich gleich mal 3 Stück mit. So. Und die sind ja alle gleich. Ja, ja, die sind alle gleich. Dann nehmen wir mal 3 Stück mit, dann habe ich die auf Reserve. Dann brauche ich die nächsten Wochen mich nicht drum kümmern. Weil wie gesagt, ich hab in Polen im Lidl da die gekauft, das braune, in dem braunen Becher, das ist eher wie Öl, das gefällt mir gar nicht. Und das Grüne ist aber gut, ne? Also, aber das Braune mag ich nicht. Ich kann euch das mal irgendwann anders mal zeigen. Vielleicht, wenn wir mal im Lidl sind. Und ich mache hier jetzt auch nur einen Schnelldurchgang, weil das soll hier kein Einkaufsvideo werden. Ich wollte hier nur schnell mein Zeug mitnehmen. Was haben wir denn hier? Warte mal, ich will noch schnell schauen. Ah, hier gibt es noch Erde. Was ist denn das da? Eine Kaffeemaschine oder irgendwie so ein Kaffeewärmer oder was? 300 Kronen. Na, in der Tschechei gibt es Kronen als Währung. So Pi mal Daumen kann man sagen, 24 Kronen wären 1 Euro. So musste alles so wie das da. Das kostet jetzt 24,90. Es kommt immer auf den Wechselkurs drauf an, das ist 1 bis 1,10 Euro, ne? Dann in etwa der Wechselkurssatz. Pass auf, jetzt nehme ich mal meinen Einkauf hier und ihr geht mal mit dem Beifahrer raus. Ja.
Hallo zusammen. Liebe Grüße, bitte machen Sie Like. Danke. Wir sind Bene. Im T-Shirt. Ich mache von einem Hund. Babek, ich bin hier. Willkommen in unserem Kanal. Babek, nehmen dein Telefon. Nehmen dein Telefon. So. Das war jetzt mal kurz ein Schnelleinkauf. Ich wollte jetzt hier ja kein Einkaufsvideo machen. Das soll ja eigentlich ein Fahrvideo werden, das heißt ja auf Achse und nicht auf Einkauf. Aber ich kann mich erinnern, da wo wir jetzt hinfahren, in Liberec, bei dem Globus, da war ich auch schon mal drin, da haben wir auch schon mal von innen einen Livestream gemacht, weil bei dem Globus, da gibt es freies WLAN. Da kann man auch innen drin dann filmen. Das ist ja nicht bei jedem Markt der Fall. Wenn du dann reingehst, dann reißt die Verbindung ab. Ne? Das ist dann auch blöd. Aber wenn du da WLAN zur Verfügung hast im Markt,
ist das natürlich ganz was anderes. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Da hatten wir jetzt Glück, dass gerade wenig Verkehr ist. Ich habe nicht gesehen, das. Milko bedeutet Milch. Milko. Ja, und wer mal ein Auto kaufen will, hier ist ein Händler links. Wir sind immer noch bei Zwickau. Wir sind hier billige Milch. 15. Das bedeutet Euro. Nee, 50 Cent oder so. 60 Cent. 1 Euro sind 23 oder 24, kommt immer drauf an, auf Wechselkurs. Ich mag Wechselkurs ist ja auch nicht immer gleich. Ich habe schon Zeiten gehabt, da gab es nur 20 Kronen für 1 Euro. Da habe ich schon welche gehabt, da gab es 25. Außerdem im Swati. Vor ein paar Jahren war das immer so zwischen 5,40 und 5,60, manchmal 5,70. Ne? Und zur Zeit liegt es immer so um die 4,16 bis 4,20 maximal. Da sieht man mal, dass der Euro weniger wert ist. Ja, wenn du immer innerhalb der Zone bleibst, wo überall alle mit Euro, dann kriegst du es nicht so mit. Aber wenn du mal wechseln musst, ne, in eine andere Währung, da merkst du dann erst, wie viel weniger das Wert ist jetzt zur Zeit. Ne? Ja, man merkt natürlich auch an die steigenden Preise und so, ja, okay, aber die steigenden Preise hast du ja anderswo. Ne? In Polen sind die Preise ja auch höher als wie vor 5 Jahren. Zwar nicht ganz so hoch gestiegen. Ja, wir sind hier auf der tschechischen Bundesstraße 13. Wir sind Richtung Liberec unterwegs, waren jetzt in Zwickau auf Deutsch. Wie kommen Sie mal an? Am Anfang von Ransdorf, am Anfang des Videos. Die Strecke hier ist immer noch mautfrei. Erst da vorne, wo es dann, da steht dann ein Schild, da wo Maut ist, steht immer ein Schild. Das sind diese Schilder, die sind kleine Schilder, rund mit gelb oder orange Hintergrund und einem schwarzen M in der Mitte. Ab da gilt die Maut. Oh, hier haben sie neu gemacht. Siehst du mal, ich war schon ein paar Jahre nicht, eine Woche nicht mehr in der Richtung unterwegs. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das hier schon gesehen habe, dass das neu war. Ab hier sind wir im Kreis Liberec, da war gerade das Schild. Okres bedeutet Landkreis.
Und ich habe ein Video mal gemacht über Fahrverbote in der Tschechei. Da geht es um Sonntagsfahrverbot und ums Ferienfahrverbot für Fahrzeuge mit Anhänger und über 3,5 Tonnen. Da könnt ihr mal reinschauen in das Video, wenn euch so Sachen interessieren. Und ich habe auch ein Video Fahrverbote in Polen gemacht. Das ist seit ein paar Tagen online und das über die Tschechei, das ist schon ein bisschen länger online. Und die findet ihr in der Playlist Trucking. Ja, und vielleicht mache ich auch noch ein Video über Geschwindigkeitsbegrenzungen, weil das ist ja in jedem Land unterschiedlich. Ja, in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, ohne Anhänger, da darf ich 80 auf der Landstraße und mit Anhänger 60. Aber in Polen ist es dann schon wieder so, dass es auf der Landstraße 70 sind, ohne Anhänger. Ja, da hält sich zwar keiner dran, ich meine, selbst die N3-Fahrzeuge, die fahren da mit 80 über die Landstraße in Polen. Ne? Aber wenn sie halt geblitzt werden, ne, dann ist es auch gleich teurer wie in Deutschland. Und mit Fahrverbote und so weiter, ne, da langen die richtig hin. Das ist erst wieder verschärft worden. Ja, das muss auch sein, damit sie sich überhaupt an die Vorgaben halten. In der Tschechei wird es auch nicht schaden, wenn die mal Geschwindigkeitsbegrenzungen genauer kontrollieren würden, weil hier rasen auch alle wie die Wilden. Noch schlimmer als in Polen. Also in Polen fahren sie dann einigermaßen normal, meiner Meinung nach. Ja, aber die Tschechei, die sind so richtig wild. Ne? Vor allem im Überholen in unübersichtlichen Kurven und so weiter. Da kriegst du richtig Angst. Ja, da links wird es jetzt nach Zittau gehen. Da darf man aber glaube ich auch nicht fahren. Ja, da darf man auch nicht fahren. Das ist nur für Seifenkisten die Strecke freigegeben. Ja, und wen es interessiert, wir haben jetzt hier draußen 25 Grad. Und ich begrüße alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Wer die Strecke hier nicht kennt, wir sind hier auf dem Weg nach Liberec, kommen von Franzdorf, fahren über die tschechische Seite. Von Franzdorf aus gesehen wäre es Richtung Liberec kürzer, wenn wir über die deutsche Seite gefahren wären bei Zittau. Da ist dann aber wieder die mautpflichtige Bundesstraße, deshalb fahre ich hier lieber hier lang. Ja, und da rechts ist, da geht es zu einer Burg, da habe ich auch mal ein Video gemacht. Für den Fall, dass sich da jemand interessiert für so Burgvideos. Ach, guck mal an, ein Caprice. Chevrolet Caprice, 90er Jahre, von 92 bis 96, glaube ich, gab es diese Bauform. Ich hatte ja das Vorgängermodell, den 78 bis 92er und den ganz alten, den
von 73, da gab es dann von 73, ich weiß gar nicht, wie lange der gebaut wurde. Das war 73, das war schon der mit die Parkbench-Bumpers, also die großen Stoßstangen ab 73. Und als richtiger Full-Size. Und dann gab es, ich weiß nicht, ab 75 oder so, noch einmal ein Facelift dazu. Da hat er dann schon, oder 76, ich weiß es nicht, da hat er dann schon den anderen Kühlergrill gehabt, aber noch die große Form. Und ab 77 gab es dann den downgesizten, den eckigen und die 71er Caprice, das war mein erster. Und als diese downgesizten, die konnte ich am Anfang gar nicht leiden, weil sie eben kleiner waren. Ne? Und ich habe halt keine große Motorhaube vorne dran. Ne? Da fühlt man sich erstens mal sicherer und zweitens mal sieht man was vom Auto. Und ich brauche Platz, weil ich tue immer, ab meine Privatautos habe ich immer jede Menge Kram im Raum dabei gehabt. Ja, und heutzutage fahre ich ja gar kein Privatauto mehr. Ich fahre ja nur noch mit dem Truck. Und irgendwann haben wir diese eckigen Caprice dann doch gefallen, haben wir ihn gekauft. Ne? Und die waren richtig gute Autos, also da habe ich über 500.000 Meilen damit gefahren mit dem Ding. Und außer Kleinigkeiten war nie irgendwas kaputt. Total zuverlässiges Fahrzeug gewesen. Und den Nachfolger, den hatte ich dann nicht. Der war mir dann schon zu rund, weil ich finde, ein Auto muss eckig sein. Das Runde, das gefällt mir nicht so. Und heutzutage kannst du ja gar kein Auto mehr kaufen, weil die bauen ja keine Full-Size-Autos mehr. Bei Chevrolet ist einzige PKW, den es noch gibt, das ist die Corvette. Und sonst nur SUV und natürlich die Trucks. Ne? Aber SUVs, ne, ist das Kleinste, was sie bauen. Ne? Und keine Caprice, keine Full-Size-Autos mehr, keine Full-Size-Kombis. Bei Ford das Gleiche. Da kannst du noch diesen Muscle Car, diesen Mustang da kaufen, ne? Aber mit dem Muscle Car damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche ein alltagstaugliches Fahrzeug, weil zum Baumarkt fahren kann und so weiter. Ne? Und da hätte ich halt am liebsten einen Kombi oder sowas, wie so ein LTD-Kombi. Ne? Aber gibt es halt nicht mehr. Gibt es nur noch, wenn du was Großes willst, musst du SUV kaufen. Ne? Und das sind jetzt wieder so die Sachen. Gibt es nur noch SUVs, weil die Leute nur noch SUVs kaufen, oder kaufen die Leute nur noch SUVs, weil es nur noch SUVs gibt? Ne? Ich kann mich erinnern, die hatte mal eine Firma anzuliefern. Da war im Aufenthaltsraum so eine ehemalige Kantine, aber eben keine Küche mehr, sondern nur noch Automatenstraßen. Ne? Und von 10 Fächern waren 8 mit Schokolade belegt. Ne? Dann habe ich mal einen von den Mitarbeitern gefragt, sag mal, fresst ihr nur Schokolade, gibt es da keine belegte Brötchen und so. Ne? Da sagt er mir, ja, der Automatenaufsteller, der tut nur noch Schokolade da rein, weil er sagt, die Leute essen so viel Schokolade, ne? Aber was willst du machen, wenn du in der Nachtschicht bist und du hast Hunger und es gibt nur Schokolade, dann isst du halt eine Tafel Schokolade anstatt belegte Brötchen. Ne? Und das finde ich ja total blöd, weil erstens mal macht eine Tafel Schokolade nicht richtig satt. Ne? Und zweitens mal ist es ja eine Zuckerbombe, ne? Da braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute dann irgendwann zuckerkrank werden. Ne? Ja, und eines Tages komme ich da wieder hin und dann war plötzlich alles voll mit belegte Brötchen und sage, hey, was ist denn da passiert? Ja, wir haben da der Automatenaufsteller gewechselt. Ne? Und der neue, der bringt halt jetzt mehr
Brötchen und die werden dann auch gegessen, weil wenn das Angebot da ist von Brötchen, dann essen die Leute natürlich lieber Brötchen, wenn sie Hunger haben, also da habe ich schon geladen. Ne? Und da hat man wieder gesehen, ne? Was war jetzt zuerst da? Das Angebot, nur dieses oder die Nachfrage nur nach diesem. Ne? Und das schaukelt sich dann so gegenseitig hoch. Ne? In den USA, jetzt um auf die Autos zurückzukommen, war es halt das Problem mit der diesen Umweltscheiß da eingeführt hat, mit diesen Flottenverbrauchsdings da, bla bla bla. Da. Und das galt ja für PKWs, ne? Aber nicht für Pickups und SUVs, also für leichte Trucks. Und dann sind die Leute halt dann umgestiegen, weil die Automobilhersteller, die haben dann versucht, diese Vorgaben, die sind von, ich weiß jetzt nicht, wie das genau, da gibt es eine Abkürzung davon. Schlag mich tot, ich kann es jetzt nicht sagen, aber jedenfalls, die haben versucht, das einzuhalten, indem sie dann in die normalen Autos kleinere Motoren eingebaut haben. Das wollten die Leute nicht, weil wenn du einen großen Fullsize hast und du fährst den mit V6, dann kommst du nicht damit von der Stelle, ne? Wenn der dann weniger Zugkraft hat. Ne? Und da haben die Leute dann gesagt, nee, das wollen wir nicht, da kaufen wir dann lieber ein SUV oder ein Pickup. Ne? So hat sich das dann entwickelt, dass in die USA viele Leute Pickups früher, also in den 70er Jahren, und da war das ja Pickups, das war was für die Cowboys und für die Handwerker. Ne? Weil normaler Familienfahrer, der hat entweder ein Kombi gefahren oder vielleicht noch ein Minivan. Ne? Ich glaube, die Minivans kamen erst in den 80er Jahren auf. Ne? Aber Pickup, ein Normalbürger wäre nie auf die Idee gekommen, damals sich einen Pickup zu kaufen. Ne? Weil das waren eben robuste Fahrzeuge. Die hatten keinen Komfort, nichts, die hatten vorne nur eine Sitzbank drin. Und manche gab es mit Klimaanlage, aber die Klimaanlage, das war dann so eine Luxusausstattung. Ne? Und halt sonst nichts. Ne? Aber wenn du dir heute mal anschaust, was in so einem Truck alles drin ist, was da für ein Scheiß eingebaut ist mit Musikanlage und so weiter, das hat damals kein Handwerker und kein Cowboy interessiert, sowas. Die haben ein Fahrzeug gebraucht, das robust ist, das nie kaputt geht, mit dem sie in der Prärie rumbrettern können, ne? Wo keine Straßen sind und den sie überladen können, ohne dass er gleich zusammenbricht. Das waren die Kriterien. Ne? Und da waren die Fahrzeuge eben einfach ausgestattet, aber robust. Ne? Und guckst du dir heute an, so ein neuer Truck kostet 100.000, ne? Für 100.000, so ein 5-Tonner Truck, ne? Das ist ja Wahnsinn. Schau, ab hier kostet jetzt Maut da. Das ist die letzte Abfahrt Richtung Zittau hier. Wer jetzt keine Maut bezahlen will, der kann jetzt hier nochmal rausfahren. Und da sieht man jetzt, dass in dem weißen Schild unter dem PKW da, dieses M, das bedeutet, ab hier muss man Maut bezahlen, wenn man geradeaus weiterfährt. Fragt mich jetzt nicht, was das jetzt, wie das ist mit der Maut, weil ich habe ja hier meinen Transponder drin, weil mit 4 Tonner habe ich andere Maut als wie ihr mit euren PKWs. Für PKWs gibt es die Vignette, die elektronische Vignette, du brauchst gar nichts mehr an die Scheibe kleben. Du kannst das über online buchen. Ja. Aber ich habe ja einen Transponder, bei mir wird es ja nach Kilometer abgerechnet. Das sieht man dann, hier kommt gleich so eine Mautbrücke, da hier hängen die Kameras und
Und da sehen Sie dann an eurem Kennzeichen, ob ihr Maut bezahlt habt oder nicht. Ja, und was das Straf kostet, wenn sie euch erwischen, keine Ahnung. Ich nehme mal an, dass es so ist wie überall, dass sie die doppelte Maut dann als Strafe bezahlen mussten. Ja. Aber wie gesagt, du kommst hier nicht auf, wenn du nicht bezahlt hast, weil du hast ja gesehen, ein paar Kilometer, da kommt keine Abfahrt dazwischen und schon ist die Kontrollstelle da. Ne? Also probiert das nicht, hier ohne Maut auf die Straßen zu fahren. Und ja, es ist schwierig, weil wenn man von hier nach Liberec will, muss man hier fahren. Da gibt es keine Landstraße. Ja, es gibt da über die Berge eine Landstraße, da bin ich auch mal gefahren. Das ist aber ein Umweg und über die Berge, das kostet auch viel Zeit. Also das lohnt sich nicht, nur um Maut zu sparen, das über die Berge da zu fahren. Ja, also, in der Tschechei ist die Maut ja jetzt nicht so hoch. Die Deutschen verlangen da mehr. Und jetzt kommt ja gleich das Betonwerk. Da bin ich das erste Mal versehentlich in die nee, nicht hier, das ist glaube ich noch ein Stück weiter vorne. Ne? Naja, das ist noch nicht die Abfahrt. Da gibt es noch einen anderen. Und hier hast du mal gelesen, da stand sogar Frischbeton auf Deutsch dran. Dann wisst ihr auch, woher die diese Mischanlage gekauft haben. Da vorne, wo es dann Richtung Liberec geht, da sind zwei Ausfahrten direkt hintereinander. Die erste Ausfahrt geht direkt in das Betonwerk rein und die zweite Ausfahrt geht dann nach Liberec rein. Und am Anfang war da, die erste Ausfahrt war halt wie so eine Ausfahrt ist mit gestriegelten Linien. Ne? Und das Navi sagt ja rechts Ausfahrt. Ne? Und dann bin ich da rausgefahren, bin in dem Betonwerk drin gestanden, ne? Und dann musste ich wieder raus und Ding. Ne? Und mittlerweile haben die ja da eine durchgezogene Linie, dass man das gar nicht mehr verwechseln kann. Und da ein großes Schild mit Betonarka. Da war ich offenbar nicht der Einzige, der sich da irrt hatte in dem Betonwerk und da gar nicht hin wollte. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo ich manchmal, wenn ich von Polen rüberkomme, fahre ich nach Liberec, weil meistens fahre ich von Skorzelec direkt nach Liberec. Das war jetzt nur heute, dass ich über Franzdorf musste, weil ich dann eine Zustellung hatte. Das habe ich halt heute mal anders organisiert, die Tour. Und hier geht es dann Richtung Frütland, also über die Brücke da oben. Und da komme ich dann sonst hier rein, wenn ich von Frütland komme, von Polen her, fährt man über Frütland und dann hier rein, diese Einfahrt. Und dann ist es da vorne wieder raus. Da habe ich auch schon ein Video gemacht von dieser Strecke. Das Problem ist nur, wenn man von Polen Richtung Frütland fährt, da hat man immer wieder Funklöcher drin. Da kann ich keinen Livestream machen, weil da fährst du minutenlang ohne Verbindung. Ne? Und interessanterweise, ich habe mal von Liberec zurück Richtung Polen gefahren, ne? Mal die Tour andersrum gefahren. Und da hatte ich seltsamerweise keine Funklöcher drin. Also weil der Wechsel vom tschechischen ins polnische Netz irgendwie besser funktioniert hat als wie umgekehrt. Ich weiß nicht warum. Weil die Fahrstrecke war die gleiche, ne? Und da hatte ich auf dem Rückweg weniger Funklöcher.
Ja, deshalb wenn ich die Strecke dann fahre, dann mache ich dann schon gar keinen Livestream mehr, weil das macht ja keinen Spaß. Du sprichst ein bisschen was, dann hast du 5 Minuten lang keine Verbindung, ne? Und dann hast du wieder kurz, dann ist sie wieder weg und dann hast du ja keine Zuschauer mehr, wer bleibt denn da dran, wenn es da 5 Minuten lang nichts zu sehen gibt und nichts, wenn das Bild hängen bleibt und niemand was sagt, ne? Da würde ich ja auch nicht dabei bleiben. Und das ist jetzt hier diese Ausfahrt zum Betonwerk. Ne? Hier sieht man, hier haben wir jetzt einen durchgezogenen Strich, dass man das nicht mehr verwechseln kann. Und hier kommt jetzt die richtige Ausfahrt. Hier kommt jetzt die richtige Ausfahrt. Ja, der Kreisverkehr, der ist eher wie eine 8 angelegt, als wie ein Kreis. Ne? Ja, und da sagen die Leute immer, Kreisverkehr sorgt für mehr Verkehrsfluss. Ich sehe das nicht. Ich sehe immer, dass Kreisverkehr sorgt für mehr Stau. Weil immer wenn da irgendwo ein Kreisverkehr ist, dann staut sich's. Das finde ich auch kurios. Hier darfst du nicht rechts abbiegen mit dem Truck. Ne? Wenn du jetzt aber hier über der Kreisel fährst, ne? So wie wir das jetzt korrekterweise machen, dann kommst du da auf dieselbe Strecke raus. Ne? Und dann kommst du hier auf dieselbe Strecke raus. So, nee, hier ist auch immer Stau wegen dem Kreisverkehr. Ne? So, und jetzt bin ich vorschriftsmäßig gefahren. Jetzt muss ich hier rechts oder links. Da fahren wir hier rechts. Weil da stand jetzt hier kein Sperrschild. Und hier steht auch kein Sperrschild, dass man da nicht langfahren darf. Das ist aber dieselbe Strecke, die, wenn du von rechts kommst, hier gesperrt ist. Ne? Also, das muss ich jetzt nicht verstehen. Ne? Den direkten Weg darfst du nicht fahren, aber von hier aus kommst du dann genau da wieder hin. Das wisst ihr, oder? Ja, das ist nicht wahr. Ja, da ist irgendeine Verkaufsveranstaltung oder was. So, und jetzt bleiben wir mal kurz hier stehen, weil ich muss jetzt da vorne rein und da vorne will ich jetzt nicht weiter filmen, sonst mehren die wieder rum. Jetzt schauen wir mal, wer ist denn noch alles da? Lina R. aus Wahn. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt hier am Fahrziel angekommen. Ich muss jetzt da vorne rein. Und da beende ich jetzt hier den Livestream. Dort ist der Globus, da waren wir schon mal drin. Da habe ich schon mal ein Video gemacht davon. Und ich muss aber jetzt dahinter. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und fahrt mal wieder mit und tut nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Dann versäumt ihr hier kein Video. Was gibt es hier zu sehen? Also so Fahrvideos wie heute, entweder als Live oder als Kamerafahrt, nur mal mit Kommentar, mal ohne Kommentar. Dann also Hinweisvideos wie Fahrverbote in Polen oder Fahrverbote in der Tschechei. Dann Sightseeing-Videos habe ich auch so von Museen und Burgen und so weiter. Wenn man da mal irgendwo hinkommt, wenn man schon fährt, mache ich auch immer wieder mal
ein Touri-Tag, ne? Ja, ich meine, wenn ich schon mal irgendwo hinfahre, ne, wo ich normalerweise ein paar hundert Kilometer Fahrstrecke habe und ich bin dann dort, dann mache ich auch mal eine kleine Sightseeing-Runde, ne? Ja, und was gibt's noch zu sehen bei mir? Ja, Oldtimers gibt's zu sehen. Da habe ich auch eine Playlist Oldtimer. Da war ich jetzt erst vorletztes Wochenende auf Veranstaltungen. Dann habe ich noch Fernverkehrsvideos, wo ich zum Beispiel in Spanien war, Frankreich, Spanien oder Marokko. Da habe ich Videos davon. Da könnt ihr auch mal reinschauen. Und da wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen und tschüss.